Ja, moin liebe Leute, ich bin euch ja noch die Innenansicht vom TOX schuldig. Vorne kennt ihr ja schon so ein bisschen aus meinem Video, wo ich da die ganze Bedienung ausführlich erkläre, und aus den anderen Videos, wo ihr auch meine Fahrt nach Berlin sehen könnt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier ist es nochmal verlinkt. Und ja, ansonsten fange ich jetzt mal auf der Rückbank an und arbeite mich dann durchs Auto durch. Und ja, ich nehme euch da gerne mit. Schaut euch an, was der TOC so von innen zu bieten hat. So, hier nochmal der Platz auf der Rückbank. Das ist hier alles schön in so einem hellen, ich sag mal, Leder, Kunstleder ist das. Die Isofix-Punkte hier sehr gut gemacht mit so kleinen Klappen und keine rumfliegenden Teile. Hier haben wir eine kleine Ablage. Ja, ich setze mich jetzt mal rein. Also der Sitz ist so auf mich eingestellt. Ich bin ja die ganze Zeit jetzt da schon mitgefahren, fast 1000 Kilometer. So sieht das hier aus mit dem Sitz, der auch sehr hoch ist. Da. Ich kann meine Beine hier weit unterschieben, kann die so richtig durchstrecken. Also schaut mal hier, meine Oberschenkel liegen auch völlig auf. Also das ist Platz genug. Ja, klasse Sache. Hier kann man richtig gut, ich sag mal, mit 4 Personen sitzen. Hier in der Mitte kann natürlich auch noch einer sitzen. Ich setze mich da mal hin. Wird wahrscheinlich ein bisschen, naja, oh, okay. Der Sitz ist hart hier. Das merkt man, der ist sehr hart gepolstert. Aber hier mal nach vorne noch mal gucken. Hier, so sitze ich in der Mitte. Also das gibt manche Autos, da sitze ich an der Seite nicht schlechter. So, Heizung, Lüftung, okay, das könnte zum Streitpunkt werden. Ich sehe hier nur einen USB-C-Anschluss. Ich an meine Kinder denke, da werden die sich prügeln. Dann und hier, okay, es sieht zwar aus, Sitzheizung hinten, ist hier auch serienmäßig drin, glaube ich jedenfalls. Die Soundanlage, große Ablagen in den Türen, die Griffe, also hier die Türschlösser hier, das sieht so ein bisschen nach Toyota aus, so zu und auf. Also hier sind keine Knöpfe. Und die Kante hier ist relativ hoch. Also die Fenster gehen zwar ganz runter, aber das ist eine ganz schön hohe Kante. Also für die Kinder, für die Kiddies, die gucken hier gerade so raus. So. Gut, gibt so ein bisschen Geborgenheit, sag ich mal so. Ja, Kopfstützen nach oben ist auch genug Platz, selbst mit Mütze, Autofahrer mit Hut passen auch. Hier sind schöne Griffe, beim Fahrer nicht, aber ja, mein Beifahrer und auf dem rechten Sitz. Jo, und dann ist hier hinten, ein bisschen Kofferraum ist auch noch da. Ne? Wen wundert's? Trotz dieser großzügigen Innenraummaße hier, okay, jetzt machen wir den Kofferraum auf. Ne? Gehe ich mit euch mal nach hinten. So. Ich habe ihn schon mal vorbereitend geöffnet. Was mir gefällt, ist, dass hier das Ding eine vernünftige Ablage ist und nicht irgendwie so ein Hochklappteil. Ihr könnt sehen, man kann es mit 2/3 zu 1/3 runterklappen. Das sollen wir doch gleich mal ausprobieren. Fangen wir mit dem 1/3 an. So. Und den auch. So, der klappt auch gleich runter. Sogar. Ja, das ist doch auch mal ein kluges Detail hier. Ihr kennt das, wenn man sonst die Sitze hochklappt, dass der Gurt sich immer einklemmt. Und hier seht ihr das. Schlau gemacht. Sehr schlau gemacht. So, wie geht das wieder los hier? So. Der Gurt, selbst wenn ihr ihn rausgenommen habt hier, aber könnt ihr hier zur Seite ziehen. Sehr, sehr gut. Also das ist eine Kleinigkeit, ja,
wie gesagt, bei anderen Autos, ihr macht den Sitz hoch und klemmt euch den Gurt immer so blöde da ein. So, dann hat man einigermaßen flache Bank. Ich will mal, ja, viel tiefer geht das hier nicht. Also so ein bisschen ganz gerade ist hier nicht. Aber kann man schon mal was mitnehmen. Das hier kann man natürlich auch rausnehmen. Fehlt mir jetzt die zweite Hand gerade. Geht auf jeden Fall rauszulegen. Und ich glaube, ob es hier unten reinpasst, sehe ich jetzt mal nicht. Aber hier kann man dann eben auch noch gut was loslegen. Ihr seht ein bisschen Geraffel, Reifenfüllset, Absteckhaken und Ladekabel. Schön wäre natürlich, wenn er einen Frank hätte, hat er aber leider nicht. Aber nochmal, hier hinten, ich habe die Zahlen jetzt hier gerade, wo ich drehe, nicht im Kopf, aber ich blende die dann einfach ein. Dann braucht man sich da nicht drüber Gedanken machen. So. Und die Klappe schließt, geschmeidig, ohne irgendwelche Aufhebens, ohne Gepiepse und sowas, was auch manchmal ein bisschen nervig sein kann. So, und jetzt nochmal, also das finde ich richtig gut. Ich klappe den einfach hoch. So. Auch die Kopfstütze kann dranbleiben, die kann sogar ausgefahren bleiben. Da ist so viel Platz. Also sehr, sehr praktikabel. So, und hier vorne auch nochmal der Blick von der Seite rein. Das sieht doch schick aus. Also hier steht jetzt meine Kameratasche noch so ein bisschen. Nehme ich mal raus. Und das hier oben hängt, naja, mein Kamerahalter. Hier, das ist Plastik. Das ist alles Plastik, aber es sieht gut aus. Und das hier wiederum, das ist weich. Ne? Und das hier oben ist auch weich. Also man kann das ein bisschen eindrücken. Und ich habe es ja schon gesagt, bei Kopfsteinpflaster, beim Fahren über hoppelige Straßen, da knarzt nichts, da knattert nichts. Das ist alles. Okay, jetzt habe ich es gerade zum Knarzen gebracht, aber das habe ich nicht gehört. Hier ist wieder hartes Plastik, aber hier oben auf diesem Pilotengriff hier, da ist wieder schön weich. Und hier kann man jetzt ein bisschen was ab. Die Getränkehalter, die sind eben nur für kleine Getränke. Aber hier, sage ich mal, da kriegt man locker eine große Flasche rein, eine 1,5 Liter PET-Flasche oder so. Ich benutze sowas nicht, deshalb habe ich sowas auch nicht am Mann. Aber ja. Ach so, da war noch eine Sache aufgefallen. Der Wagen hat hier unten oder überall, wenn man jetzt rumgeht, so eine Kunststoffkante. Das zieht sich hier so durch. Das ist natürlich so rostschutztechnisch und so gar nicht verkehrt. Und hier, ich denke mal, wenn da was passieren sollte, dann lässt sich das auch leicht auswechseln. Aber so einen kleinen Schönheitsfehler, der Schmodder hier unten, der bleibt drinne, kann hier aber keinen Rost anrichten, weil das ja Plastik ist. Und hier diese Kante hier ist so eine etwas, das von der Seite besser zeigen. So, da seht ihr das hier. Der dichtet dann gegen dieses Gummi hier ab. So, das ist ein weiches Gummi und dann ist der hier von unten zu. Das heißt, die Dichtung hier sitzt auch noch mal eine. Okay, die drückt dann hier gegen und hier noch mal. Also dicht ist das Ganze soweit. Allerdings ist der halt nicht so gut gedämmt. Also Außengeräusche kommen schon rein. Man merkt das auf der Autobahn so ab Tempo 120, 130 muss man die Stimme ein bisschen heben, aber jetzt nicht schlimm. Also das ist kein großes Thema. Ansonsten fährt der einfach ja, relativ ruhig, bimmelt nur. Er macht so einen kleinen Atomalarm am Anfang immer, wenn man ich sag mal, reingekommen ist gerade. Dann sagt er jetzt, okay, Temperatur ist unter 4 Grad, es könnte glatt sein. Und dann mit so düdelü, düdelü, düdelü. Ich zeige euch das gleich nochmal.
So. Und dann hat er auch so eine merkwürdige Diebstahlwarnanlage, die ich erstmal deaktiviert habe, weil er, auch wenn ich jetzt hier draußen jetzt ein bisschen länger rumgeturnt hätte, irgendwann hat er ein bisschen Düdüdüt gemacht und hat die Türen abgeschlossen. Also die er abschließen konnte. Und wenn ich dann noch eine Tür wieder aufmache, dann macht er Alarm. Also ein bisschen merkwürdig. Okay. So. Auf die andere Seite noch mal zumachen wieder. Also ganz prima gemacht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Bevor ihr denkt, ich werde hier dafür bezahlt, die ganze Zeit zu loben, habe ich hier doch noch einen Kritikpunkt. Und zwar hier lässt sich die Gurthöhe nicht verstellen. Und ich habe jetzt eine Jacke an. Und was ich die ganze Zeit mache, guck mal, ich habe den Sitz, den habe ich recht weit oben. Das habt ihr ja gesehen, auch hinten, wo ich meine Füße hatte. Aber das Ding habe ich hier ständig am Hals. Also mache ich überhaupt nicht haben. Und der ist ja auch nicht gerade angenehm am Hals. Also deshalb habe ich hier unter der Jacke, klemme ich den immer unter den Kragen hier. Also das ist so ein bisschen die Downside. So, und jetzt zeige ich euch mal, wenn ich den jetzt einschalte, dann kommt gleich hier die Meldung. Na komm, melde was. Lass mich nicht im Stich. So, okay. Er muss sich erstmal neu finden. Das TOC-Symbol. So, da ist zuerst da. Kriechgang aktiviert, okay. So, und irgendwann merkt er, dass es kalt ist draußen. Na komm. Na. Oh, das geht schon mal so. Also er hat sich richtig runtergefahren hier. Also softwaremäßig, die sind die ganze Zeit am Updates machen hier. Da, okay, jetzt blinkt da, das ist, oh, okay, er kommt. Da war ich schon mal, hier kann ich mich jetzt anmelden. Kann man wahrscheinlich mit dem Handy machen, weil er hat den elektronischen Schlüssel. Ich muss mich jetzt hier immer als Pressevertreter anmelden. Wenn ich mich hier als Gast anmelde, dann, aha, habt ihr das gehört? Denkst Wunder was? Und dann ist hier niedrige Außentemperatur und das war's dann. So, ich muss mich jetzt hier mit meinem komplizierten PIN-Code anmelden. Mangels Verknüpfung mit dem Handy, was jetzt auch okay ist. So, und jetzt wird mein Smart Device für mich vorbereitet, was eben halt hier auch, ich habe die App schon mal runtergeladen, aber ich habe jetzt kein Konto anlegen können. Einen Blick. So, das ist die zugehörige App mit einem kleinen Werbehinweis und kann jetzt hier eben halt einen TOC kaufen, Routenplanung, Garage. Also und hier so ein paar Smart Device, das ist eben halt jetzt die App sozusagen in Vorbereitung. Also es ist ja alles noch ganz frisch, das darf man jetzt nicht vergessen. So, kann das Handy hier in die Ladeschale legen und kann die auch deaktivieren. Komme ich dann im Einzelnen noch zu. Und weiter im Detail, ich habe das Auto ja jetzt ein bisschen länger getestet für eine Woche. Ich habe viele Videos gemacht und dazu die einzelnen Themen habe ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also ihr könnt euch das gerne angucken. Würde mich freuen, auch wenn ihr ein Abo da lasst, weil dann damit ihr nicht die nächsten Videos verpasst und meinen Kanal unterstützt, weil dieses Format möchte ich eben halt jetzt ein bisschen pushen, dass ich einfach ein Auto nicht auf irgendeiner Veranstaltung mir angucke oder da vielleicht mal eine Stunde mit rumfahre. Werde ich auch noch machen, bestimmt, aber das ist einfach, finde ich, nicht so informativ. Ich teste lieber Autos, wie sie im täglichen Leben sind und finde Kleinigkeiten raus, so ich gerade das gesehen habe mit der Gurtführung beim Sitzbank umklappen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die merkt man erst, wenn man ein Auto ein bisschen länger hat. Und das möchte ich machen. Und dafür
wäre es gut, wenn ihr den Kanal abonniert und diese Videos anguckt, und dann sehen das natürlich auch die Hersteller und sagen, okay, cool, dem geben wir ein Auto mal nicht nur für einen halben Tag oder einen Tag oder eine Stunde, sondern eben für 1, 2 Wochen, und dann fahre ich mit dem Auto ein bisschen länger rum. Das können auch Autos sein, die schon auf dem Markt sind, die müssen nicht ganz niegelnagelneu sein, sondern eben halt ja, vielleicht schon bekannt, aber dann habt ihr vielleicht auch eine Unterstützung, eine Kaufentscheidung. Könnt ihr euch damit leichter machen, wenn ihr noch eine Idee habt, okay, wie ist das Auto nachher im täglichen Leben? Und das will ich abbilden. Also, ja, bevor ihr einschlaft, okay, das war's von diesem Video, und ich freue mich, wenn ich euch auf den nächsten wiedersehe. Euer Buchhalter Hagen. Tschüss.